Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen, ihr Lieben, zum Wochenanfang. Ich habe mir das so überlegt, dass wir das heute mal ein bisschen differenzieren. Ich lege raus Liebe, Beruf, Finanzen und Leben und wir gucken, wo sind die besten Tendenzen. Ich brauche noch die Karte. Das ist mal ein Versuch, wir machen es mal so, sonst mache ich es ja immer im keltischen Kreuz. Und ich bin gespannt. Wir nehmen natürlich für jedes ein anderes Kartendeck. Und schauen wir, was ist diese Woche begünstigt zum Thema Beruf, Berufung, Themen, an denen wir arbeiten. Wo sind die besten Tendenzen? Ja. Es geht darum, Tempo rauszunehmen, einfachere Wege zu gehen, möglicherweise irgendwo was wegzulassen, das mit viel Unterwegssein verbunden ist. Möglicherweise ist es auch so, dass man eine Korrektur vornimmt in der Richtung, die man vorgehabt hat. Also es ist Entschleunigung irgendwo. Möglicherweise geht es auch um Arbeitskollegen oder um Menschen, die im Arbeitsumfeld mit uns sind, die irgendwie nicht präsent sind oder nicht so können. Aber wir haben die Sonne dabei. Ne? Es ist so eine Energie, da hat man vielleicht nicht richtig Kraft oder man fährt mit angezogener Handbremse. Hier ist die Aufforderung, nicht so auf langfristig zu gehen, sondern vielleicht mal eher das Alltagsleben, die Menschen um uns herum gut wahrzunehmen. Möglicherweise haben wir mit der Sonne auch sehr viel Energiearbeit oder wir holen Energie auch von Menschen in unserem Berufsumfeld, die uns gut tun. An sich haben wir hier den Neubeginn. Möglicherweise geht es auch um kleinere Dinge, die hier in der Veränderung liegen. Es ist jedenfalls eine Energie, die so ein bisschen Action rausnimmt, ne? Der ein oder andere kann sich vielleicht auch tatsächlich energielos fühlen. Wir haben das Mäuschen, das an der Sonne nagt, aber für kleinere Dinge ist es wohl ganz gut. Hier sind Möglichkeiten im kleineren Bereich, sich zu reduzieren. Möglicherweise ist es auch so, dass Kollegen verreisen und man selber mehr ran muss. Was hier präsent ist, ist vielleicht auch eine Kurskorrektur durch oder eine Entschleunigung durch Minimalisieren oder gute Glücksgriffe, die man mal so macht, oder alle Jobs im Mini-Bereich. Ne? So, dann gucken wir, wie sieht es mit der Liebe aus? Wo sind da die besten Energien für die Liebe? Partnerschaft, Herzensangelegenheiten. Da geht es um Langfristigkeit. Möglicherweise braucht der ein oder andere mal wieder einen Impuls, sich in der Liebe neue Türen zu öffnen, weil es so ein bisschen eingefahren ist. Wichtig ist vielleicht auch das Gefühl, die Woche der Sicherheit oder dieses Verwurzeltsein an sich, Halt finden bei jemandem. Für den einen oder anderen gehen hier tatsächlich neue Türen auf im Bereich der Herzensangelegenheiten. Es kann sich eine Blockade zeigen, die gut aufgelöst werden kann. Die hat etwas zu tun mit Ankommen, seinen Platz haben. Der Baum steht halt eben auch für Langeweile. Ne? Das ist so, dass so die eingefahrenen Situationen sich zeigen oder dass man hier sehr viel Arbeit auch hat. Hier haben wir ja in dem Tempo raus, hier ist die Arbeit angezeigt, vielleicht ein Herzensprojekt, das auch nicht so richtig vorangeht oder dass Vitalität und Arbeit uns
ein bisschen im Weg stehen und wir deshalb unseren eigenen Hafen gut brauchen könnten. Es kann hier sein, ein Herzensprojekt, das man umsetzen will, vielleicht auch schon länger, dass das ins Stocken kommt. Wir haben beides mal so diese Energie, die sagt, hier geht es vielleicht nicht so voran, nutze genau das. Unterm Deck haben wir die Wege. Hier zeigen sich vielleicht neue Richtungen oder man entscheidet etwas anders. Was mir hier sofort auffällt, ist, dass es die beste Tendenz ist für, ich sage mal, für Dinge, die man im Bereich des sich sicher Fühlens hat. Ne? Dieses, ich brauche meinen Hafen, ich brauche meine Ausgeglichenheit und dann kann man ja auch jegliche Hindernisse gut vermeiden, überstehen. Schauen wir im Bereich der Finanzen, was zeigt sich da, welche Qualität, ja, da gibt es eventuell etwas zu klären. Die Wolken stehen in diesem Bereich auch für Abhängigkeiten jeglicher Art. Möglicherweise ist es eine Herausforderung gerade mit den Finanzen, weil Dinge noch nicht sichtbar sind oder noch nicht greifbar. Aber da wir fragen, was ist die beste Energie, ne, ist es eben auch die Aufschlüsselung, ein hinderliches Thema in den Finanzen zur Ernte zu bringen. Möglicherweise denkt der ein oder andere auch über seine Einstellung zu Geld hin. Und das kann so ein bisschen am Fundament ruckeln und zuckeln. Unterm Deck haben wir noch die Eulen. Auch da können Gespräche anstehen oder Anrufe reinkommen, wo man so denkt, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Es ist einstweilen eine sehr aufklärende Energie, die sehr schnell zur Verfügung steht. Aber es ist auch ein bisschen Herausforderung dabei. Aber beste Tendenzen der Woche heißt auch, dass wir das ganz gut lösen können. So, dann gucken wir noch zuletzt beim Leben. Was hat das Leben die Woche Gutes für uns? Alles, was Verbindungen mit sich bringt, Vertraglichkeiten, das Verlassen von Kreisläufen. Auch hier haben wir die Finanzen nochmal dabei. Auch hier wieder das verbindliche Geld oder das Geld, wo man Themen hat, die immer wieder im Kreise sind. Möglichkeiten, sich im vertraglichen Bereich eine kleine finanzielle Sache gut zu gestalten oder einen guten Vertrag zu erwischen, also etwas zu minimieren, was aus diesem Bereich kommt. Wir haben ein Geschenk sogar, das uns jetzt hier im Bereich Arbeit, das haben wir hier ja auch, mitbringt, einen guten Arbeitsvertrag, einen guten Auftrag, Arbeit, die sich ausgezahlt hat. Möglicherweise lernt man auch im Bereich Arbeit, Berufsumfeld jemanden kennen. Und auch hier haben wir den Neubeginn, die kleineren Dinge, die Kleinigkeiten. Ich bin ganz zufrieden damit. Gucken wir, was haben wir hier noch für eine Aussage. Es ist gut, in dieser Woche einen klugen Zug zu machen und tatsächlich haben wir unterm Deck auch noch die Geschenksenergie hier. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.